Wenn Sie sich einmal mit Markttechnik, dem sogenannten Charting, beschäftigt haben, dann haben Sie mit Sicherheit auch schon einmal so einen gleitenden Durchschnitt, wie hier auf dem Bildschirm, entweder gesehen oder vielleicht sogar selbst genutzt. Ein gleitender Durchschnitt ist eine Linie, die nichts anderes tut, als den durchschnittlichen Wert über eine bestimmte Kerzenanzahl bildlich darzustellen. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt und unsere Simulation hier einmal stoppen, dann sehen wir, dass hier oben in der Ecke ein Wert ausgegeben wird. Es handelt sich um die Zahl 0.9950625. Und wenn wir die Maus kurz hier über den aktuellen Wert des gleitenden Durchschnitts halten, dann sehen wir eine Zahl von 0.995063. Lassen wir das kurz weiterlaufen. Jetzt sehen wir 00.995423. Das deckt sich mit dem Wert, der hier oben berechnet wird. Man kann jetzt in einem Expert Advisor für den eigenen Trading Robot die Werte des gleitenden Durchschnitts mit der aktuellen Kerze vergleichen. Das ist ganz nützlich, um die Einstiegsrichtung zu bestimmen. Wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt von unten kreuzt, dann ist das ein Einstiegssignal, um Long zu gehen und zu kaufen. Und andersherum, wenn der Kurs von oben nach unten unseren gleitenden Durchschnitt überschreitet, dann wäre das ein Signal, um zu verkaufen. Dieser gleitende Durchschnitt gilt für 20 Kerzen, wie man in den runden Klammern sehen kann. Man könnte aber hier über die Eigenschaften auch eine Kerze einstellen. In diesem Fall verbindet unser gleitender Durchschnitt die Schlusskurse einer Kerze immer mit den Schlusskursen der nächsten Kerze. Stellen wir die Eigenschaften einmal auf 100 Kerzen um, dann sieht das schon ganz anders aus. Und hier kann man in etwa erkennen, dass sich der Kurs einmal oberhalb und einmal unterhalb des Durchschnittes bewegt. Das bedeutet zum überwiegenden Teil, dass wenn der Kurs den Moving Average schneidet, es auch erstmal in die entsprechende Richtung weitergeht. Wie kann man jetzt einen solchen gleitenden Durchschnitt in MQL5 berechnen? Dazu klicken wir hier oben links auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste, um den Meta-Editor anzuzeigen. Im Meta-Editor wählen wir Datei neu, Expert Advisor aus Vorlage, klicken auf Weiter, vergeben hier den Namen simpler gleitender Durchschnitt, klicken auf Weiter, Weiter fertigstellen, entfernen alles oberhalb der OnTick-Funktion und diese beiden Kommentarzeilen. Und das erste, was wir benötigen, ist ein Array, also eine Sammlung von gleichartigen Variablen, die unsere Preisdaten aufnehmen werden. Wir vergeben hier den Namen MeinPreisdatenArray und es handelt sich um eine Variable vom Typ Double. Diese beiden eckigen Klammern deuten darauf hin, dass wir eine Vielzahl solcher Variablen mit dem gleichen Namen und einer unterschiedlichen Zahl benötigen. So ein Array kann man sich vorstellen wie eine ganze Menge gleich gebauter Schubladen, die unterschiedliche Inhalte aufnehmen. Im nächsten Schritt wird unser gleitender Durchschnitt definiert. Wir hätten gerne einen SMA, einen Simple Moving Average, und der wird mit der Funktion IMA für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart in der aktuell auf dem Chart gewählten Zeiteinheit für die letzten 20 Kerzen mit Hilfe der Konstante Mode SMA für den Schlusskurs der jeweiligen Kerzen erstellt. Unsere nächste Zeile kopiert die Preisdaten in die Definition von unserem gleitenden Durchschnitt. Da wir nur eine einzige Linie benötigen, kommt hier eine 0 hin. Und wir möchten gerne von der aktuellen Kerze aus 3 Kerzen rückwirkend die Preise in unser Preisdatenarray kopieren. Jetzt möchten wir noch die Berechnung für die aktuelle Kerze vornehmen, indem wir für die Kerze mit der Nummer 0 aus dem Array den Wert in der Variablen mein gleitender Durchschnitt zuweisen. Die letzte Aktion, die noch fehlt, ist die Ausgabe auf dem Chart. Dazu nutzen wir den Command-Befehl. Der soll uns bitte den Text gleitender Durchschnitt Wert und den errechneten Wert aus der letzten Zeile ausgeben. Das war's auch schon. Kompilieren wir den Quelltext. Das hat funktioniert, ohne Fehler und ohne Warnungen.
Also wechseln wir jetzt wieder über diesen kleinen Button hier oben oder die F4-Taste zurück in den MetaTrader. Um unseren Test zu starten, klicken wir hier auf Ansicht und wählen den Strategietester aus oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Dann suchen wir hier das Programm Simpler gleitender Durchschnitt.ex5, setzen den Haken für die Visualisierung und starten unseren Test. Schauen wir mal, ob die Werte passen. 0.712005, 0.711977, da stimmt etwas nicht. Da muss ich einen Fehler im Quellcode gemacht haben. Ja, ich sehe es schon. Wir müssen unser Array an dieser Stelle noch absteigend sortieren. Das macht die Funktion ArraySetAsSeries. Also kompilieren wir nochmal und starten unseren Test erneut. Jetzt haben wir einen errechneten Wert von 0.72019 und das stimmt auch mit dem optisch dargestellten Wert von unserem gleitenden Durchschnitt hier auf dem Chart. Falls Sie sich fragen, woher diese Linie kommt, wenn Sie ein leeres Chartblatt vor sich sehen, dann gehen Sie einfach auf Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Moving Average, definieren hier die Anzahl der Kerzen, die Verschiebung lassen wir bei 0, die Methode Simple brauchen wir für unseren Simple Moving Average und wir möchten gerne die Schlusskurse haben. Jetzt können Sie sich hier noch eine Farbe aussuchen und eine Strichstärke wählen und schon sehen Sie den Moving Average auf Ihrem Chart. Jetzt kommt ein kleiner Trick. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Vorlagen klicken und die Vorlage unter dem Namen Tester.tpl speichern, dann wird sie für den Strategietester immer sofort automatisch geladen. Speichern Sie sie als Default.tpl, wird diese Schablone immer dann verwendet, wenn Sie ein neues Chart im Echtbetrieb öffnen. Speichern wir also unter Tester.tpl, ersetzen die vorhandene Schablone, dann wird auch unsere definierte Standardschablone für den Strategietester geladen. So, Sie haben in diesem Video gelernt, wie man mit einem einfachen Expert Advisor den Wert eines optisch darstellbaren gleitenden Durchschnitts in MQL5 berechnen kann.